Okay, ich blättere vor. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copy paper tries to answer why. Erstens, äußere Untersuchung, Zusammenfassung. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. Er dreht den Körper auf die Seite, um das Etikett der Unterhose zu überprüfen. See, it's happening. Oh Gott. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Ich notiere es. The rest of the clothes have been removed post-mortem by scavengers in order to get to the victim's ceramic armor. Officers are in search of the missing pieces. Removal of the boots is left for processing. Und wann werde ich sie bekommen? Patience. After the autopsy, before the body is taken away, there will be a window of opportunity. After the lieutenant has gone to sleep. I hope this has helped you, my liege. Dankeschön. Ich notiere es. Tattoos. Er steht auf, einen Fuß links, einen Fuß rechts von der Leiche. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a national pattern. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. Notiere es. The deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Notiere ich auch. Well-nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature, below freezing. Ist notiert. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Das Haar der Leiche berühren. Ich berühre das Haar der Leiche. The hair under your latex fingers feels cold to touch, wet. Streiche ihm durchs Haar. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to the latex of the glove, like thread off a rag doll's head. Warum? There must be brilliantine in there. He's combed his hair back with oil. Okay, warum sollte ich ihn weiter streicheln? Ich weiß nicht. Lividity is Oh. consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Jetzt Low habe ich kurz gezuckt und ich wollte eigentlich noch das reinschreiben mit dem Öl. Ah. Geil. Der Kopf ist aufgenommen. Postmortale Treffer, ja, du sagst es doch selber, also hat doch eine Manipulation stattgefunden. Fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest. Consistent with predation. Ich notiere es. Ligature mark. Der Lieutenant zieht ein kleines Klappmesser hervor. Während er mit der anderen Hand am Gurt zieht, setzt er die Klinge an, um das Polyester zu durchtrennen. Der Gestank ist entsetzlich. Nach einer Weile ist klar, dass sich das Material nicht schneiden lässt. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. Vielleicht mit Bolzenschneider. You got just the right tool for that. The chain cutters. Gut, dass wir diesen Bolzenschneider haben. Ich hole den Bolzenschneider heraus und lege meine Hände um die Gummigriffe. Always good to think ahead. Now, Er zeigt auf den Gurt, der den Hals des Toten zusammendrückt. we need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. Oh Gott, Motorik ist bei mir aber schwierig. See, my pig is gonna fuck his head off. Mein Bulle? No, he ain't. Your pig's a boring fuck.
Ich halte nach einer guten Stelle zum Schneiden Ausschau. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the yeast. The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there. Steady now, like a flower arranger. 2 cuts and it should come loose. Sehr gut. Dann haben wir jetzt gute Chancen hier. Ich schneide den Gurt durch. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt together. You squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Drücke so fest ich kann. Snap! The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. Der Lieutenant hat sich näher zur Leiche hingekniet. Mit dem Finger fährt er an der tiefroten Rille entlang, bis er zu einer Unterbrechung gelangt. As it ought to. This is where its grip on the curdled meat is gentlest, pulling up. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Notiert? Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant, pelvis intact, genitalia. Oh oh. Er zieht die Unterhose des Mannes herunter. No! It's gonna happen, see! I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Ich untersuche die Genitalien. The dead man's penis is average-sized, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. The genitalia is greenish. Marbling is present around the crotch. Also nichts Auffälliges. You should touch it. Nein! Mach ich nicht. Oh Gott. Ich notiere so ein Tage das Thema ab. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. Bullets have bitten little pieces out of him. It must have been excruciating, especially the hip. Before you is a temple of pain that knew little tenderness in life. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. Das ist der Körper eines Soldaten, eines Söldners. We have a real museum here. Of battles, wars. Notiert. Last item. Hands. Er nimmt die rechte Hand des Mannes in seine und untersucht sie. Dann inspiziert er die andere Hand. Ich lasse den Lieutenant alleine arbeiten. Hands are clean. No sign of a recent struggle. Haben wir denn welche erwartet? Da würde man schon erwarten, also wenn man davon ausgeht, dass die ihn einfach mal erhängt haben, dann hätte er wahrscheinlich schon gekämpft, aber deshalb glaube ich, dass er anders gestorben ist. I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Notiert. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Das wird noch schlimmer, die innere Untersuchung. Zusammenfassung. I'm afraid we can't continue before we've gone through both the external and internal examination first, thoroughly. Was? Habe ich das nicht geklickt? Habe ich... Oh, ich habe auf 3 geklickt. Alles klar. Mein Fehler, ja. I'm afraid we can't continue before we've gone through both the external and internal examination first, Oh, thoroughly. ich bin dumm. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Weil hier halt zweitens steht
Habe ich auf 2 geklickt, aber es ist ja eigentlich die erste Option. So. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Ich? You don't even have a joke. Nein. Ich schreibe entfällt. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black Lecker. and viscous. Lecker, lecker. Yeah, jack that fucker off! Oh Gott. The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Wieso ist denn das Zungenbein gebrochen? Wann passiert sowas? Beim Hängen? Respiratory system. Mit gekrümmtem Rücken, als bete er, beginnt er die Kiefer des Toten auseinanderzudrücken. Er hält inne, um mehr Kraft ausüben zu können. Er benutzt beide Hände. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. From here, it looks as though the clown-faced man is screaming. The tendons of his jaw are torn apart. Hyoid ripped from the force of the lieutenant's hands. Ich sehe auch mal in den Mund rein. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there, sickly sweet air, unlike anything living. You feel like throwing up. Straight in that mouth. No, you don't. You can keep it in. You can keep anything in. Was ist, wenn ich tiefer hineinsehe? You manage to suppress the contractions trying to enter your stomach. All it takes is concentration. Through it, you see nothing but darkness. More meat and darkness. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Okay. Hemorrhaging present in mucus. Wiederholt der Lieutenant ungeduldig. Er lässt die Kiefer los und der Mund schnappt zu. Notiert? Hepatobiliary. NA. Warum? Haben wir nichts dazu? Are you a hepatobiliary expert? Ich glaube nicht. Neither am I. Das war's? That's it. Okay, ich schreibe entfällt. Same for toxicology and serology. NA. Ja, natürlich, weil wir das ja jetzt nicht hier testen können. Beides? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there. Der Komplettist in mir fragt sich, ob es noch etwas gibt, das wir tun könnten. Like a toxicology screening? At this stage, I doubt processing will find anything, even if he was brimming with cocaine. But still, you should add a request. Brimming with cocaine. Sehr gut. Ich schreibe entfällt und ergänze toxikologische Untersuchung angefordert. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Notiere es. Gastrointestinal. Er seufzt erleichtert. Gleich ist es geschafft. Es ist der letzte Listenpunkt. Sein Blick wandert umher auf den Boden zur Fäkalienlache. Digested semi-solid food in stomach. Voilà. Flüchtig berührt er den aufgedunsenen Unterbauch der Leiche. Ich notiere es und verkneife mir das Voilà. What's next on the list? So, jetzt. Drittens Beschreibung der Verletzungen, nachdem wir die Leiche nun vollständig untersucht haben. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 feels. Leave a 4th one too. Gut, erstens Bissspuren. Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. Notiert? And your opinion, officer? Also Bissspuren im Gesicht. Ja. Zweitens, also B, nicht tödlich, postmortal. Agreed. Next injury?
Zweitens Kontusionen. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucko! Has confessed to causing it at maximum velocity. Ich notiere es. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath the description of injury, 2 boxes. B. Nicht tödlich, postmortal. Right. Next. Jetzt wird spannend. Drittens Strangulationsmarke. Also im Moment, ich frage erstmal, wofür ist das 4. Verletzungsfeld? Nothing. Just in case. Okay, dann jetzt das 3. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Notiert. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Ja, das ist nämlich jetzt die Glaubensfrage. Kim denkt, dass er an der Strangulation gestorben ist und ich denke es nicht. Ich könnte mir vorstellen, wäre er vom Erhängen gestorben, wäre vielleicht noch was anderes gebrochen als nur das Zungenbein. Ich sage nicht tödlich postmortal. Der Lieutenant verstummt plötzlich. He is deep in thought, eyes fixed on the bright red ring around the dead man's neck. Why do you say that? Ich meine es ernst. Ich glaube nicht, dass ihn die Verletzung getötet hat. Okay. Why don't you think it was fatal? Ja, 2 und 3 eigentlich. Warum waren seine Hände nicht gefesselt? Einem kräftigen Kerl wie ihm würde ich doch die Hände zusammenbinden, wenn ich ihn zum Galgen führe. Nee, gut, das ist ja nichts gewesen. Er wurde ja auf jeden Fall getragen. Also könnte man auch davon ausgehen, dass er nur bewusstlos war. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er bei seinem Tod mit etwas anderem beschäftigt war. I'm not usually one to go for these hunches, but I think I agree. I thought we had our cause of death here, officer. Now I think we should leave it empty, at least for the time being. Ja. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Verraten Sie mir zuerst noch, wie ist es Ihrer Meinung nach gelaufen? It was an irregular field autopsy. We did not establish cause of death, which is supposed to be the goal of an autopsy. But, personally, I do not see this as a parameter for success. We also requested a toxicological screening. That was thorough. The results should arrive in a couple of weeks. In einigen If we are Wochen? lucky. Oh I Gott, will not hold my breath. das ist ja scheiße. Was noch? We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Oh yeah, well done, Master Detective. Maybe a drink is in order? Kim ist mit mir zufrieden. Und nun? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Okay, ich reiße einen Durchschlag des Leichenschau-Formulars heraus. For processing. Sein Blick wandert vom Toten zum rosa Durchschlagpapier in seiner Hand und dann wieder zurück zur Leiche. He's thinking, did I miss something? You tilt your head, also looking at the corpse. Okay. Aber die Stiefel. Eine wahrscheinliche Ursache festgestellt.
Wahrnehmung. Lohnt sich das? Wir versuchen es mal. You run your Scheiße. hands over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more thorough. Ich sehe noch einmal in seiner Hose nach. The genitals in his breeches continue to be unnoteworthy. You see the penis of a dead man. If you've seen it once, you've already got the picture. Ich ärgere mich gerade, weil ich hätte das zuerst machen sollen und dann nochmal einen Punkt rein investieren, weil... Ach doch, ich kann es noch weiter erhöhen? Ich dachte, es geht gar nicht mehr. Nee, kann ich nämlich auch nicht. Ach, scheiß. Ah. Das ist ärgerlich. Can't get enough of that dick. Do you think we missed something? You can't shake the feeling that there are more secrets concealed in the flesh before you. Ja, irgendwas ist uns entgangen. Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we Oha. want to conduct another examination, and we need to do it fast. Okay, wo finden wir einen Kühlschrank für die Leiche? It would have to be industrial in size. Let's start by asking Gart at the Whirling in Rags and the Fritz store down at the gates. If they don't know, but only if all else fails. Kuno fragen? Fuck are you looking at, Beano man? You want a piece of the Kuno? Wanna get fucked? Only if all else fails. Okay. Nochmal ansehen. This is one task we cannot sideline. Ja, With every hour, whatever we are looking for will become harder to find. ich kann ja hier nichts mehr investieren eigentlich, oder? Vielleicht mit irgendeinem Bonus. Gut, also werden wir ihn noch nicht eintüten. Das gibt uns die Gelegenheit, die Stiefel eben noch zu klauen. Oh Gott, wird Kim das auffallen? Wir können... Ich dachte, wir können ihn noch mal Shoot, fragen. Looney Rooney. Ja. Bei der Leichenschau hast du erwähnt, dass du uralte Geheimnisse kennst. Oh yes, Kobo mi Lobo. In the gift horse's mouth. Tracts and wakes and waterways. Ancient materials buried. Ja, von mir aus, aber wohin, Bruder? Just a small gulp away. My beloved Kobo. Ach so. A small gulp away. Nein. Come back later, Kobo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. Ich kann das jetzt nochmal If machen? possible, also, see me in your dream. Ja, ich weiß. Kannst nochmal versuchen.